Lektion 1: Cardio-Routine. Ich sollte auch anfangen, mehr Cardio in mein Programm einzubauen. Das ist eine tolle Idee. Cardio ist so gut für die Herzgesundheit. Genau. Normalerweise konzentriere ich mich auf Krafttraining. Beides ist wichtig, aber Cardio hilft bei der Ausdauer. Stimmt. Was machst du normalerweise für dein Cardio-Training? Ich jogge und fahre gerne Rad. Bitte. Ich habe darüber nachgedacht, es mit Schwimmen zu versuchen. Das ist eine fantastische Option. Es ist umweltfreundlich und macht Spaß. Motivieren wir uns gegenseitig, an unseren Routinen festzuhalten. Lektion 2: Berufliche Herausforderungen. Das tut mir leid. Sie könnten Ihnen bessere Abstürze und kürzere Arbeitszeiten bescheren. Aber Sie können sie nicht vollständig entfernen, oder? Genau, das gehört zum Job. Manchmal fühlt es sich überwältigend an. Ja, aber es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Einverstanden. Pausen helfen, Stress abzubauen. Und ein Unterstützungssystem ist entscheidend. Auf jeden Fall. Wir können uns gegenseitig helfen. Lassen Sie uns weiterhin über unsere Arbeitsbelastung kommunizieren. Lektion 3: Fahrkarten. Für einfacheres Reisen können Sie eine Transitkarte verwenden. Wo kann ich eine dieser Transitkarten bekommen? Sie sind an den meisten Transitstationen erhältlich. Das ist praktisch. Gibt es Rabatte? Ja, für Stammkunden gibt es oft ermäßigte Tarife. Perfekt. Ich reise viel, das würde mir also Geld sparen. Absolut. Es macht das Pendeln viel einfacher. Ich werde mir dieses Wochenende eins holen. Super. Lass mich wissen, wie es läuft. Lektion 4: Samstagspläne. Wie wäre es mit diesem Samstagabend? Passt das für dich? Ja, ich bin frei. Was schwebt dir vor? Lass uns essen gehen und ins Kino. Das klingt nach einem lustigen Abend. Ich kenne ein tolles Restaurant, das wir ausprobieren können. Fantastisch. Ich liebe es, neue Orte auszuprobieren. Und anschließend können wir uns den neuen Film ansehen. Perfekt. Ich freue mich darauf. Das ist eine tolle Möglichkeit zum Entspannen. Lektion 5: Fristen für Vorschläge. Wir müssen den Vorschlag bis nächsten Montag einreichen. Sef, das bedeutet eine knappe Frist. Ja, wir sollten heute damit anfangen. Was ist der erste Schritt, den wir unternehmen müssen? Lassen Sie uns zunächst unsere wichtigsten Punkte skizzieren. Gute Idee. Das wird uns helfen, unsere Gedanken zu ordnen. Danach können wir die Aufgaben aufteilen. Perfekt. So können wir effizienter arbeiten. Ich übernehme die Einführung. Lektion 6: Homebar-Projekt. Haben Sie schon einmal daran gedacht, eine Hausbar einzurichten? Ja, es klingt nach einem lustigen Projekt.
Wo würden Sie es hinstellen? Ich denke daran, eine Ecke des Wohnzimmers zu nutzen. Das könnte funktionieren. Es ist ein schöner Ort für Unterhaltung. Ja, ich möchte auch ein paar coole Dekorationen hinzufügen. Welche Getränke würden Sie servieren? Natürlich klassische Cocktails. Klingt nach einem Riesenspaß. Ich helfe Ihnen gerne bei der Einrichtung. Lektion 7, Backfiller. Nicht wirklich. Ich habe versucht, mehr Zucker hinzuzufügen, aber das Problem war nicht mehr zu beheben. Oh nein, was ist passiert? Der Kuchen landete im Mülleimer. Das ist schade. Backen kann manchmal schwierig sein. Ja, es geht um Ausgewogenheit. Vielleicht können wir das nächste Mal zusammen backen. Das ist eine tolle Idee. Wir können voneinander lernen. Auf jeden Fall. Und wir können Tipps und Tricks austauschen. Ich freue mich darauf, es noch einmal zu versuchen. Lektion 8, Eiserlebnisse. Lassen Sie uns einige erstaunliche Orte erkunden. Bitte, ich reise auch sehr gerne. Was ist Ihr Lieblingsziel? Ich habe meine Reise nach Italien wirklich genossen. Die Kultur ist unglaublich. Das klingt fantastisch. Ich wollte schon immer dorthin. Das sollten Sie. Was steht auf Ihrer Reisewunschliste? Japan steht ganz oben auf meiner Liste. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Lassen Sie uns eines Tages gemeinsam eine Reise planen. Lektion 9, andere behandeln. Behandeln Sie mich und ich versuche, Menschen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das ist eine großartige Lebensphilosophie. Ich glaube, dass man mit Freundlichkeit viel erreichen kann. Du, es schafft eine positive Atmosphäre. Und es ermutigt andere, dasselbe zu tun. Ja, es ist ein Kreislauf des guten Willens. Lassen Sie uns weiterhin Freundlichkeit verbreiten, wo immer wir hingehen. Auf jeden Fall. Es macht die Welt zu einem besseren Ort. Ich bin froh, dass wir diesen Wert teilen. Lektion 10, Strategien für eine effektive Risikobewertung. Eine wirksame Risikobewertung ist von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Bedrohungen für ein Unternehmen zu minimieren. Auf jeden Fall. Durch die frühzeitige Erkennung von Risiken können proaktive Maßnahmen ergriffen werden. Eine Strategie besteht darin, in allen Abteilungen regelmäßige Risikobewertungen durchzuführen. Ja, durch die Einbindung verschiedener Teams kann ein umfassender Überblick über potenzielle Risiken gewonnen werden. Darüber hinaus kann die Nutzung von Datenanalysen dabei helfen, Muster und Trends zu erkennen. Das stimmt, datenbasierte Erkenntnisse führen zu fundierteren Entscheidungen. Auch die Implementierung eines Rahmens für das Risikomanagement kann den Prozess rationalisieren. Genau, klare Richtlinien sorgen für Konsistenz bei der Risikobewertung. Letztendlich sichert eine wirksame Risikobewertung die Zukunft des Unternehmens. Lektion 11, Isaac-Landung. Ich muss meine Reise planen. Sollte ich zuerst eine Unterkunft buchen? Ja, es ist ratsam, die Unterkunft im Voraus zu buchen. So kann ich mir eine Unterkunft sichern.
Ja, das ist wichtig, besonders in der Hochsaison. Welche Faktoren sollte ich bei der Wahl eines Ortes berücksichtigen? Lage und Preis sind entscheidend. Achten Sie auch auf Bewertungen zur Qualität. Guter Punkt. Ich werde ein paar Optionen vergleichen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Hilfe bei der Recherche benötigen. Werde ich. Danke für deine Unterstützung. Lektion 12 Wochenendpläne. Hallo, was hast du am Wochenende vor? Ich bin mir noch nicht sicher. Hast du irgendwelche Ideen? Wie wäre es mit einem Picknick im Park? Das klingt nach Spaß. Ich liebe es, draußen zu sein. Wir könnten ein paar Snacks und Spiele mitbringen. Perfekt. Ich packe ein paar Sandwiches und Getränke ein. Super. Wann sollen wir uns treffen? Sagen wir Mittag. Klingt gut. Ich freue mich darauf. Lektion 13 Philosophische Gedanken. Obwohl viel genommen wird, bleibt vieles bestehen. Das ist ein interessanter Gedanke. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Es deutet darauf hin, dass selbst nach einem Verlust einige Dinge bestehen bleiben. Ja, wie Erinnerungen und Erlebnisse. Genau. Sie prägen, wer wir sind. Es ist eine tröstliche Perspektive in schwierigen Zeiten. Ich stimme zu. Es erinnert uns daran, das zu schätzen, was wir haben. Auf jeden Fall. Konzentrieren wir uns auf die positiven Aspekte des Lebens. Ja, wir können gemeinsam Dankbarkeit kultivieren. Lektion 14 Nationalparkempfehlungen. Das ist ein guter Vorschlag. Welchen Nationalpark würdest du empfehlen? Ich würde Yellowstone vorschlagen. Es ist atemberaubend und bietet eine vielfältige Tierwelt. Ich habe Erstaunliches darüber gehört. Ja, die Geysire und heißen Quellen sind atemberaubend. Klingt nach dem perfekten Ort für ein Abenteuer. Auf jeden Fall. Wir sollten bald eine Reise dorthin planen. Lassen Sie uns die beste Reisezeit recherchieren. Gute Idee. Ich kann es kaum erwarten, den Park zu erkunden. Ich auch. Es wird unvergesslich. Lektion 15. Die Bedeutung der Kundenvertretung verstehen. Für den Aufbau eines treuen Kundenstamms ist die Kundenwerbung von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall. Wenn sich Kunden wertgeschätzt fühlen, werden sie oft zu Markenbotschaftern. Durch die Interaktion mit Kunden und das Anhören ihres Feedbacks wird diese Interessenvertretung gestärkt. Ja, indem auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird, zeigt dies, dass sich die Marke wirklich um sie kümmert. Darüber hinaus können Treuprogramme Kunden dazu ermutigen, sich für die Marke einzusetzen. Das stimmt. Durch Anreize fühlen sich Kunden wertgeschätzt und eingebunden. Auch das Teilen von Erfolgsgeschichten und Erfahrungsberichten kann die Kundenbindung stärken. Genau, es schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei potenziellen Kunden. Letztendlich kann die Förderung der Kundenbindung zu nachhaltigem Wachstum und Erfolg führen. Lektion 16. Kleiderergänzung. Das klingt perfekt. Es wird das Kleid schön ergänzen. Ich stimme zu.
Die Farben werden wunderbar zusammenpassen. Ich bin froh, dass Sie das denken. Es kommt darauf an, das richtige Zubehör zu finden. Genau, Sie können ein Outfit wirklich aufwerten. Wählen wir etwas Elegantes und doch Einfaches. Gute Idee. Ich möchte, dass es stilvoll ist, ohne übertrieben zu wirken. Tja, lass uns gemeinsam einkaufen und die perfekten Stücke finden. Ich bin gespannt, was wir entdecken. Lektion 17. Cool bleiben. Wasser ist eine großartige Möglichkeit, sich an einem windigen Tag abzukühlen. Manche Leute versuchen, damit erfrischt zu bleiben, nicht wahr? Ja, besonders am Strand oder am Pool. Es ist so schön, am Wasser zu entspannen. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine tolle Art, die Natur zu genießen. Auf jeden Fall. Haben Sie Lieblingsaktivitäten im Wasser? Ich liebe Schwimmen und Paddleboarding. Die sind beide großartig. Ich fahre selbst gerne Kajak. Lass uns bald einen Tag am See planen. Lektion 18. Reisefähigkeiten. Ich habe gehört, er hat mehrere Wölfe getötet, die seine Pferde angegriffen haben. Wuff, das ist beeindruckend. Er lernte auch, weite Strecken zu Pferd zurückzulegen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit in der Wildnis. Ja, es ist überlebenswichtig. Es erfordert viel Training und Erfahrung. Auf jeden Fall. Respekt vor der Natur ist entscheidend. Ich bewundere diejenigen, die sich in schwierigem Gelände zurechtfinden. Ich auch. Es ist inspirierend, etwas über ihre Widerstandsfähigkeit zu erfahren. Lektion 19. Rote Preise. Wie hoch sind die Preise für ein Zimmer im Parkliff Hotel? Die Preise liegen normalerweise zwischen 150 und $300 pro Nacht. Das ist angemessen für ein schönes Hotel. Ja, insbesondere angesichts der Annehmlichkeiten, die sie bieten. Lohnt es sich Ihrer Meinung nach, im Voraus zu buchen? Auf jeden Fall. Sie können damit Geld sparen und die Verfügbarkeit gewährleisten. Guter Punkt. Ich werde Ihre Website überprüfen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Hilfe bei der Buchung benötigen. Werde ich. Danke für den Vorschlag. Lektion 20. Gegenseitiger Nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir unbedingt eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung sicherstellen müssen. Das ist plausibel. Was wären Ihrer Meinung nach die wichtigsten Diskussionspunkte? Zunächst sollten wir uns darauf konzentrieren, was jede Partei erreichen möchte. Ja, es ist entscheidend, unsere Ziele zu verstehen. Was sind Ihre Hauptziele? Ich möchte sicherstellen, dass unsere Partnerschaft langfristig tragfähig ist, Nachhaltigkeit ist wichtig. Wie stellst du dir das vor? indem sie von Anfang an klare Erwartungen und Verantwortlichkeiten festlegen. Einverstanden. So können wir spätere Missverständnisse vermeiden. Genau, und regelmäßige Check-ins können uns dabei helfen, auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 21. Vorwärtskommen. Autos und Flugzeuge sind für den Transport von Menschen und Gütern im Land von entscheidender Bedeutung. Pfiff.
Sie verbinden uns auf eine Weise, die wir manchmal für selbstverständlich halten. Was ist Ihrer Meinung nach die bedeutendste Auswirkung des Transports? Es ermöglicht Unternehmen, effizient zu arbeiten und erweitert unseren Horizont. Genau. Stellen Sie sich vor, wie eingeschränkt wir ohne sie wären. Dritte, wir können weit reisen und neue Kulturen und Märkte erkunden. Und der Komfort, den sie bieten, ist beispiellos. Haben Sie jemals über die Auswirkungen auf die Umwelt nachgedacht? Ja, das ist ein Anliegen, mit dem wir uns auch befassen sollten. Lektion 22: Stolze Momente. Ich bin dem nie ausgewichen, aber eines möchte ich sagen, wir können nach 5,5 Jahren stolz darauf sein. Das ist eine lange Zeit. Welche Erfolge sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Das Wachstum und die Verbesserungen, die wir in unserem Projekt gesehen haben, sind bemerkenswert. Ja, die Fortschritte sind beeindruckend. Sie zeigen ein Engagement. Absolut. Es geht um die harte Arbeit, die wir jeden Tag leisten. Ich stimme zu. Konsequenz hat sich für uns wirklich ausgezahlt. Und ich denke, es ist wichtig, jeden Meilenstein auf dem Weg zu feiern. Das Feiern motiviert uns, weiter voranzuschreiten. Genau. Lassen Sie uns diesen Geist auch in Zukunft bewahren. Lektion 23: Transportzeitplanung. Das ist super. Wie oft fahren die Busse? In der Regel fahren sie während der Stoßzeiten alle 15 Minuten. Das ist praktisch. Es erleichtert das Pendeln erheblich. Auf jeden Fall. Es hilft den Leuten, ihre Reisen besser zu planen. Das ist eine clevere Idee. Sie könnte die Überbelegung reduzieren. Die meisten Leute scheinen es passend zu finden, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Stimmt. Welche Änderungen würden Sie vorschlagen? Vielleicht könnte es helfen, während der Hauptverkehrszeit mehr Bus einzusetzen. Das ist eine clevere Idee. Sie könnte die Überbelegung reduzieren. Lektion 24: Gemütliche Cafés. Das ist ein genialer Vorschlag. Wir können auch in einem gemütlichen Café in der Nähe zu Mittag essen. Tolle Idee. Ich liebe es, neue Restaurants zu entdecken. Ich auch. Welche Küche magst du? Ich bin ein großer Fan italienischer Küche. Bitte. Italienisch ist fantastisch. Ich probiere auch gerne lokale Gerichte. Perfekt. Dieses Café hat fantastische Pasta. Klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Sie werden nicht enttäuscht sein. Auch die Desserts sind fantastisch. Du machst mich hungrig. Lass uns bald dorthin gehen. Lektion 25: Vorteile der Zusammenarbeit. Ich sehe die Vorteile dieses Ansatzes. Wie schlagen Sie vor, diese zu ermitteln? Ich denke, wir sollten mit einer Brainstorming-Sitzung beginnen. Das klingt produktiv. Welche Themen sollten wir behandeln? Wir können unsere Stärken erkennen und erkennen, wie sie sich ergänzen. Super. Das gibt uns eine klare Richtung vor. Anschließend können wir unsere individuellen Beiträge darlegen.
Ja, Klarheit hilft uns, effizienter zu arbeiten. Und wir können Meilensteine setzen, um unseren Fortschritt zu verfolgen. Ich liebe das. Es sorgt dafür, dass wir uns besser konzentrieren und verantwortungsbewusst handeln. Lektion 26. Leckere Leckereien. Ihr Brot schmeckt fantastisch. Oh, Ihre Eier habe ich noch nie probiert. Sind sie gut? Da, sie sind köstlich, sehr locker und aromatisch. Klingt verlockend. Ich sollte sie unbedingt mal ausprobieren. Sie werden es nicht bereuen. Sie passen perfekt zum Brot. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Was bieten Sie sonst noch an? Sie haben auch großartigen Kaffee und Gebäck. Das ist perfekt für ein gemütliches Frühstück. Ruf, es ist ein toller Ort zum Entspannen. Lassen Sie uns bald einen Besuch planen und gemeinsam ein schönes Essen genießen. Lektion 27. Autos verstehen. Moderne Autos sind sehr kompliziert, aber die grundlegende Vorstellung davon, wie ein Auto funktioniert, kann faszinierend sein. Der stimme zu. Es ist beeindruckend, wie alles zusammen funktioniert. Was ist Ihrer Meinung nach der interessanteste Teil eines Autos? Besonders faszinierend finde ich den Motor und die Art und Weise, wie er das Fahrzeug antreibt. Ja, es ist erstaunlich, wie es Kraftstoff in Bewegung umwandelt. Und die Technologie in heutigen Autos entwickelt sich rasant weiter. Auf jeden Fall. Funktionen wie die autonome Fahrtechnologie werden alles verändern. Es ist spannend, über die Zukunft des Transports nachzudenken. Lassen Sie uns diese Fortschritte weiter diskutieren. Lektion 28. Unsere Realität. Es geht weiter, und was Saal Bellow als meine Realität bezeichnen würde. Zu unseren Lehrern gehören die Medien. Das ist eine interessante Perspektive. Welche Auswirkungen hat das Ihrer Meinung nach auf uns? Medien prägen unsere Wahrnehmung und beeinflussen unsere Entscheidungen. Chef, es kann sowohl vorteilhaft als auch schädlich sein. Genau. Wir müssen kritische Konsumenten von Informationen sein. Ja, es ist entscheidend, den Kontext zu verstehen. Ich glaube, dass die Diskussion dieser Punkte anderen dabei helfen kann, sich besser zurechtzufinden. Ruf, Bewusstsein ist der erste Schritt zu fundierten Entscheidungen. Lassen Sie uns dieses Gespräch fortsetzen. Lektion 29. Optionen erkunden. Das ist super. Hast du dich über bestimmte Kurse oder Positionen informiert? Ja, ich habe mir verschiedene Optionen in meinem Bereich angesehen. Wunderbar. Welche fallen Ihnen besonders auf? Ich bin besonders an Projektmanagementrollen interessiert. Diese Fähigkeiten sind sehr gefragt. Welche sind Ihrer Meinung nach unerlässlich? Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Organisationstalent sind von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall. Sie können einen erheblichen Unterschied für den Erfolg ausmachen. Ich denke auch, dass Networking viele Türen öffnen kann. Einverstanden. Lassen Sie uns auf unserem Karriereweg gegenseitig motivieren. Lektion 30. Die Zukunft des Unternehmertums in einer digitalen Wirtschaft. Die Zukunft des Unternehmertums ist zunehmend mit der digitalen Technologie verknüpft.
Auf jeden Fall bieten Online-Plattformen die Möglichkeit, globale Märkte zu erreichen. Unternehmer können soziale Medien nutzen, um schnell Markenbekanntheit aufzubauen. Ja, digitale Marketingstrategien können die Kundenbindung erheblich steigern. Darüber hinaus ermöglicht E-Commerce optimierte Verkaufsprozesse und Kundeninteraktionen. Das stimmt. Eine starke Online-Präsenz ist heutzutage für den Erfolg unerlässlich. Darüber hinaus können Unternehmer Datenanalysen nutzen, um das Kundenverhalten zu verstehen. Genau, Erkenntnisse aus Daten können zu einer besseren Produktentwicklung und Vermarktung führen. Letztlich wird die Anpassungsfähigkeit an digitale Trends über den Erfolg zukünftiger Unternehmer entscheiden. Lektion 31. Schnelles Lernen. Das weiß ich zu schätzen. Hoffentlich kriege ich es schnell raus. Ich bin sicher, das schaffst du. Es erfordert nur ein wenig Übung. Das ist ermutigend zu hören. Hast du Tipps für mich? Konzentrieren Sie sich zunächst auf die Grundlagen. Sobald Sie sich sicher fühlen, erweitern Sie Ihr Wissen. Das klingt nach einem guten Plan. Welche Ressourcen empfehlen Sie? Es stehen großartige Online-Kurse und Tutorials zur Verfügung. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Wie lange hast du gebraucht, um es zu lernen? Es dauerte ein paar Wochen, bis ich mich sicher fühlte. Übung macht den Meister. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke für deine Unterstützung. Lektion 32. Zeit allein. Wir müssen streng mit Helen sein. Ich stimme zu. Die braucht etwas Zeit allein zum Nachdenken. Es gibt ein kleines Häuschen außerhalb der Stadt. Es könnte perfekt für sie sein. Das klingt ideal. Eine ruhige Umgebung kann hier beim Denken helfen. Genau. Es ist wichtig für sie, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Was glauben Sie, wie sie auf die Idee reagieren wird? Ich hoffe, sie sieht darin eine Chance zur Weiterentwicklung. Doch, manchmal ist es die beste Lösung, Abstand zu gewinnen. Schlagen wir es ihr vorsichtig vor und sehen wir, wie sie sich fühlt. Lektion 33. Unterstützende Umgebung. Es ist wichtig, sich mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Auf jeden Fall. Sie können dich ermutigen, wenn du es am meisten brauchst. Verfügen Sie über ein Supportsystem? Ja, meine Freunde sind immer da, um mich aufzumuntern. Das ist großartig. Wie helfen Sie ihnen konkret? Sie hören zu und geben mir Ratschläge, wenn es mir schlecht geht. Ich denke, es ist wichtig, solche Beziehungen zu haben. Auf jeden Fall. Positive Energie macht einen großen Unterschied. Erinnern wir andere daran, wie wichtig es ist, solche Verbindungen aufzubauen. Lektion 34. Helden der Freiheit. Dies sind die Champions, die zur Befreiung eines Kontinents beigetragen haben. Ja, sie haben für eine höhere Sache unglaubliche Opfer gebracht. Es ist wichtig, ihre Beiträge anzuerkennen. Zuruf. Ihr Mut hat den Lauf der Geschichte verändert. Wir sollten ihre Geschichten einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Einverstanden. Es inspiriert andere, für das Richtige einzustehen.
Ihr Vermächtnis erinnert uns an die Macht der Einheit. Tja, gemeinsam können wir Großartiges erreichen. Lassen Sie uns eine Diskussion über ihre Auswirkungen planen. Lektion 35. Ideen zur Zusammenarbeit. Ich stimme zu. Wir sollten auch über die Zusammenarbeit mit Influencern nachdenken. Das ist ein kluger Schachzug. Sie können uns helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen. Genau. Ihre Follower vertrauen Ihren Empfehlungen. Auf welche Art von Influencern sollten wir abzielen? Am besten wäre es, sich auf diejenigen in unserer Nische zu konzentrieren. Tolle Idee. Ihr Publikum wird wahrscheinlich an unseren Inhalten interessiert sein. Lassen Sie uns ein paar Namen sammeln und Kontakt mit ihnen aufnehmen. Tef, der Aufbau dieser Verbindungen kann unser Projekt wirklich bereichern. Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten.